Mein Schatz. Oh. Das war laut. Hallo Leute, herzlich willkommen in meinem neuen Vlog. Ich bin's wieder, der Alte. Wir werden diese Woche schauen, was hat sich getan. Bei der Bank lief es erstaunlich gut, dazu später mehr. Bei der Beuge lief es durchwachsen, dazu später mehr. Das Heben habe ich abgebrochen und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Grund dieses ganzen Hin, Her, Rauf, Runter. Mein Rücken hat mir diese Woche einen ganz gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Ende dieses Videos werde ich darauf eingehen, wie ich in Zukunft damit umzugehen gedenke, wie beeinflusst das meine Trainingsplanung, was schmeiße ich raus, was tue ich rein, was ändere ich überhaupt und wie komme ich auf die ganzen Ideen, dass ich wüsste, was ich da tue. Das ist übrigens eine spannende Frage. Ansonsten, ich habe mir 85 Kilo aufs Kreuz legen lassen und einen neuen Plank PR versucht. Ihr werdet später in diesem Video herausfinden, wie ist das wohl gelaufen. Ich werde Timestamps unten in die Beschreibung packen, dann werden hoffentlich wieder schöne Kapitelchen erstellt, weil dann kann man nämlich bis dahin vorspringen, wo es einen am meisten hinzieht. Ansonsten, viel Spaß im Video. Wir sehen hier meinen Plank PR-Versuch vom Donnerstag. Damit war ich sehr unzufrieden. Ich erkläre später warum. Wir haben hier in Summe 1 Minute 22 Sekunden mit 85 Kilo zusätzlich gehalten. Das ist für einen ersten Versuch ganz cool, war mir aber zu wenig. Ich hatte schon vor, den Versuch zu wiederholen. Die Entscheidung für Samstag fiel dann spontan. Herzlich willkommen von der Mariadorfer Abromhalde. Hier wurde früher Steinkohle abgebaut. Und das Einzige, was noch irrelevanter ist als diese Information, ist, wie ist meine Trainingswoche 5 gelaufen. Deswegen gehen wir jetzt rein. Die Bank, das können wir schnell abspulen, ist das Einzige, was diese Woche an allen 3 Tagen in allen Varianten vernünftig gelaufen ist. Ich habe überall ein paar Kilo draufgepackt, ich habe überall meine Intensitäten getroffen. Diese Sehnengeschichte in der rechten Schulter scheint jetzt vollständig verschwunden zu sein. Ich fahre jetzt mal langsam die Lasten rauf und schaue mir an, ist das jetzt auch wirklich weg oder nicht. Ich habe bei dem Kurzhantel-Schrägbankdrücken diese Woche schon Lasten in der Hand gehabt, die habe ich schon Monate nicht mehr bewegt. Wir sind noch sehr weit weg von PA-Gewicht und das ist ja mit meinem geringen Körpergewicht aktuell eh nicht zu erwarten. Aber ich bin sehr zufrieden damit, wie das gelaufen ist und wie kontrolliert ich am Ende immer noch kurz vorm Versagen unterwegs war, ohne dass das wehgetan hat, sich gemeldet hat. Das ist ein gutes Zeichen und das war es auch mit guten Zeichen für diese Woche. Kommen wir nämlich zur Beuge. Am Dienstag schlage ich im Verein ein und möchte meine Premiere Beuge abspulen und was liegt zu Hause? Meine Knee Sleeves. Da ich jetzt morgens um 5 nicht diese 55 Kilometer wieder hin und her fahren möchte, habe ich mir dann überlegt, 2 Tage später wäre Heben. Es sind moderate Lasten, Wechsel auf Heben. Ja, was soll ich sagen? Das war dann der Punkt, wo diese Woche komplett abgeschmiert ist. Beim Heben habe ich einen relativ moderaten Topsatz mit 175 Kilo zu 4 Wiederholungen bewegt. Das war auch völlig in Ordnung, das hat sich gut bewegt, aber am Ende hat sich der Rückenstrecker unten rechts so verspannt, dass ich nicht ordentlich laufen konnte. Ich musste eine ganze Menge Mobility-Shishi machen und auf der Blackroll rumrollen und das ist eh nicht so meins. Am Ende war ich dann nach einer Viertelstunde Gehampel wieder alltagstauglich und voll mobil, aber es war völlig klar, Gewicht brauche ich nicht mehr in die Hand zu nehmen. Dann war ich ein bisschen pisst und habe den Verein verlassen. Am Donnerstag bin ich dann wieder gekommen und dann wäre ja eigentlich der Premiere-Hebetag. Habe ich gedacht, wenn du dich gut fühlst, dann machst du an dem Tag halt einfach deine Premiere-Beuge. Ja. Ich habe nicht gebeugt, weil ich beim Reinkommen schon gemerkt habe, das wird heute nichts. Dafür habe ich meine Assistenzen alle abgespult, die Hip Thrusts zum Beispiel. Und ehrlicherweise muss ich sagen, die tun mir richtig gut, also auch was diese Stelle angeht. Sofern sie denn dann von der ROM sauber ausgeführt werden und nicht in den Bereich gehen, wo, ihr wisst schon, es ist in Ordnung, wenn man es sauber macht. Heute am Samstag bin ich dann in die Beugeassistenz reingegangen. Das ist ja die Safety Squat Bar im Moment. Tatsächlich waren es dann nur 2 Arbeitssätze und mit einer relativ geringen Last. Also wir sind mit 105 Kilo unterwegs gewesen, aber lieber ultramikrige Lasten beugen und in der Bewegung bleiben, dafür die volle ROM nutzen und naja, man bleibt halt drin. Das ist okay, auch wenn es mich ein bisschen nervt. Aber das wäre halt besser gewesen als ein Totalausfall.
Ansonsten wurden die üblichen Assistenzen abgespult, der Beinbeuger, der Beinstrecker, der am Dienstag nicht mehr gemacht worden ist, die Reverse Hyper, bla bla bla. Dann kommen wir zum Plank PR. Ich habe ja schon gesagt, am Donnerstag war ich unzufrieden mit dem, was ich so an Zeit zusammenbekommen habe. Und das war ja gar nicht so kacke für 85 Kilo. Wir blenden hier mal meine Einwaage ein. Und dann lassen wir jetzt mal im Overlay hier den Plank PR von Samstag laufen. Da habe ich nämlich noch mal 21 Sekunden mehr rausgeholt. Damit bin ich am Ende ganz zufrieden. Warum ist das am Donnerstag nicht so gut gelaufen? Ja. Ich rutsche mit den Füßen nach hinten weg, was es mir natürlich sehr schwer macht, so eine Plank mit Zusatzgewicht zu halten. Dann habe ich gedacht, wenn du das vor einer Wand machst und die Fersen haben Kontakt, dann hilft mir das. Ich kann nicht erklären, warum, es hilft mir aber nicht. Vielleicht, weil ich nicht mehr meine Position so korrigieren kann, wie ich es will. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall kacke. Heute dann habe ich es wieder auf der Matte gemacht und ich hatte dasselbe Problem wie die letzten 2 Mal auch, meine Füße rutschen. Deswegen habe ich nicht die Zeit gehalten, die ich wahrscheinlich oder hoffentlich halten könnte, hätte halten wollen, was auch immer. Am Ende kann ich mit der Zahl erstmal leben, bleibt mir auch anders übrig, bin mir aber ziemlich sicher, ich kann da was draufpacken. Ich werde beim nächsten Mal rumexperimentieren, vielleicht die Ellbogen auf der Matte lassen, weil auf dem Hallenboden oder auf dieser Grasbahn, Pseudograsbahn, das ist schon sehr unangenehm für die Ellbogengelenke. Und hinten halt, was weiß ich, wir werden es sehen. Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, warum mir die Plank mit Zusatzgewicht eigentlich so gut liegt. Mit der Minute 43 bin ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz zufrieden, aber es ist ja eine ganz gute Basis. Ich glaube, ich kann damit die 2 Minuten knacken, wenn ich meine Füße daran hindern kann, durch die Gegend zu rutschen. Das hat mich nämlich schon ziemlich gequält. Das sieht man hier auch stellenweise, wenn man schaut, wie sich der Ellbogen zur Schultergelenkwinkel ändert und wie die Füße immer weiter nach hinten gehen. Ich steuere aktiv dagegen. Das muss ich verbessern. Ja, was bedeutet diese Woche jetzt eigentlich für die weitere Trainingsplanung? Am Ende war das ja diese Woche ein partieller Deload. In der Bank wurde die Woche 5 trainiert und übertroffen, was Lasten angeht. Und ich fühle mich da noch relativ frisch, also noch nicht so, dass ich sage, ich bräuchte für diese Strukturen einen Deload. Dasselbe gilt für die Rückenübungen jetzt so oberkörpermäßig. Also ist der logische Schluss, ich mache jetzt mal so ein Experiment und so einen partiellen Deload und nehme halt für nächste Woche auch Last von der Beuge runter, Volumen raus, trainiere, was da ist und drin ist. Also das heißt, Schmerzlevel maximal 3 von 10, am liebsten ohne, irritationsfrei bleiben und halt darauf achten, was meldet der Körper so, und heben lasse ich nächste Woche einfach mal ganz sein. Ja, ist dann halt so. Scheint aber gerade einfach irgendwie eine Kack-Idee zu sein, da drauf rumzuknüppeln, selbst mit geringen Lasten. Also lassen wir da einfach. Und die Bank schieben wir weiter. Und dann schauen wir mal einfach, wenn die nächste Woche durch ist der Oberkörper immer noch frisch genug, um eine Woche dran zu hängen oder nicht. Ich meine aktuell, es gibt ja keine Ziele, keine Wettkampfplanung, kein Datum X. Und es sieht auch danach aus, als würde 2025 ohne ein solches Datum und ohne einen Wettkampf stattfinden. So. Also wen interessiert's? Dann kann man ja mal solche Experimente machen und mal schauen, wohin die Reise geht. Ja. Damit bin ich mit meinem Gequassel eigentlich durch. Ich mache das jetzt zum 3. Mal, weil ich mir nicht sicher bin, wie das hier so in der Sonne mit direktem Licht und bla bla bla, wie das halt so ist, wie der Ton ist, bla. Ich hoffe, dieses Video hat euch angemessen unterhalten. Ich beende die Sendung jetzt von der Mariadorfer Abromhalde. Ich laufe jetzt hier noch ein bisschen durch Gestrüpp und mache mir die Schuhe dreckig. Und ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Bis bald.